Hi, ich bin Till von LED Inc. Das hier ist eine Art Behind-the-Scenes-Video zu The Inner Circle, das Performance-Video, das wir neulich veröffentlicht haben. Den Link dazu findet ihr hier oder am Ende des Videos oder in der Videobeschreibung. Das könnt ihr euch aussuchen. In dem ganzen Video geht es darum, ein paar Infos zu vermitteln. Also zu uns persönlich, also zur Band, zu dem Gear, das wir verwendet haben, wie wir alles verkabelt haben und so weiter. Naomi ist unsere Sängerin, Texterin, Grafikdesignerin, Fotografin und Friseurin. Henrik ist unser Gitarrist, Tontechniker und der kreative Kopf der Bande. Also er schreibt im Grunde die ganzen Riffs, hat die ersten Anstöße und auf denen dann die ganzen Songs basieren. Till, also ich bin Schlagzeuger. Ich schneide Videos und gestalte einige der Texte zusammen mit Naomi. Und das ist Joris. Er spielt Bass. In dieser Konstellation gibt es uns etwa seit Sommer 2015, wobei die Gründungsmitglieder schon etwa ein Jahr länger mit gemeinsam proben. Wir stehen auf progressiven Rock, also Opeth, Tool, Eden Circus, The Hirsch-Effekt, alles was irgendwie krumme Rhythmen mit einzigartiger Atmosphäre verbinden kann. Den originalen Mix hat Henrik gemacht. Er hat eine tontechnische Ausbildung und alle Aufnahmen sind komplett in unserem Proberaum entstanden. Übrigens freuen wir uns jederzeit, mit Equipment rumspielen zu dürfen, also sind grundsätzlich auch andere Bands jederzeit willkommen, bei uns in der LED Inc. Homebase oder in den Ratter-Möbel-Studios mit uns aufzunehmen. Ich würde sagen, damit starten wir auch gleich in die ganze tontechnische Ader. Vorweg, alle Signale wurden mit einem Mackie 8 Bus und in einigen Fällen mit einem Focusrite ISA One vorversteckt und wandern über zwei gekoppelte 16-Kanal Apollo Firewire Interfaces in ein MacBook Pro mit Pro Tools 9. Ich spiele einen Melpex VX mit 3 Toms, 10, 12 und 14 Zoll. Dazu eine 22 Zoll Kick und eine Tama Metalworks Special Anniversary irgendwas Snare, 13 Zoll Durchmesser, 6,5 Zoll tief. Die Toms sind mit Remo Emperors bezogen, die sind etwas dicker als die Ambassadors, das heißt stärkere Spannung, kürzere Sustain. Auf der Snare ist ein Remo Ambassador coated, die Kick hat einen Powerstroke P3 Ebony drauf. Das sieht nicht nur fett aus, hat aber durch seine Dicke auch einen satteren Klang, einen schnalzenderen Attack und ein kurzes Sustain. Darauf klebt ein Remo Phalam Slam Patch. Ich bespiele sie mit einer Iron Cobra Powerglide mit einem Doppelfußpedal mit Holzschlägeln. Und weil ich Linkshänder bin und open-handed spiele, sitzt das Ride bei mir auf der gleichen Seite wie die Hi-Hat, also aus Spielerperspektive links. Die Becken am Set sind auf der linken Seite eine 14 Zoll Anatolian Hi-Hat, ein 20 Zoll Sabian B8 Ride mit einer Masterwork Ambient Bell als Stack obendrauf, ein 16 Zoll Sabian AAX Explosion Crash und ein 18 Zoll Paste Alpha China. Auf der rechten Seite ein 14 Zoll Paste Alpha China, ein 18 Zoll Paste Alpha Rock Crash und ein kleines 10 Zoll Sabian B8 Splash, das ich umgekrempelt habe, weil es als kleines China einfach besser klingt als das Splash. Die komplette Hardware inklusive Toms hängt an einem Gibraltar-Rack. Mikrofone. In der Kick liegt die Grenzfläche von Sennheiser E901, außen dran das E602. Das Innere hat einen definierteren Attack, das Äußere mehr Low-End. Beide zusammen klingen so. Oben an der Snare haben wir zwei Mikros positioniert. Das Sennheiser E604 für etwas mehr Punch, das haben wir etwas steiler aufgestellt. Und das Shure SM57 mehr zur Fellmitte ausgerichtet für einen knackigeren Attack. Hier im Vergleich. Unten an der Snare hängt ebenfalls ein Shure SM57. Alle Toms sind mit Sennheiser E604 abgenommen. An allen Kesseln klemmen außerdem D-Drum Pro Trigger. Wir haben die Spuren dazu einfach mal mit ins Paket geschmissen. Damit lassen sich schön präzise Gates und Kompressoren ansteuern. Wer mit den Mikrospuren nicht zufrieden ist, der kann auch einfach die Kessel durch eigene Samples ersetzen. Für die Overheads haben wir zwei Kombinationen aufgestellt. Das AB-Setup mit zwei Röde NT1A und ein XY-Setup mit zwei AKG C451B. Links und rechts sind in der Beschreibung der Einzelspuren aus Perspektive des Zuschauers gesehen, also mit der Hi-Hat und dem Ride auf der rechten Seite. Zusätzlich steht über der Hi-Hat ein Superlux HI10. Als Raummikros haben wir zwei Messmikrofone mit Kugelcharakteristik aufgestellt, in diesem Fall das Behringer ECM 8000.
Mehr aus reiner Neugier stand noch eins dieser Superlux HI10 Mikros draußen außerhalb des Tracking-Raums im Flur, was aber zufällig so geil klang, dass Henrik es auf jeden Fall im Mix irgendwie unterbringen konnte. Es hat seinen eigenen Platz im Mix gefunden. Zu den Gitarrenspuren. Henrik spielt eine Epiphone Les Paul 1960 Tribute Plus, die er mit aktiven EMGs ausgestattet hat. Zwischen Gitarre und Verstärker hängen folgende Effekte. Ein TC Polytune 2, danach ein Ernie Ball Volume Pedal, das Digitech Whammy 5, das Morley Bad Horsey 2 Wah, ein MXR Phase 90, der Finhole Tube Compressor, der Hewson Kettner Tube Factor, der EQ 108 von MXR, ein Boss DD20 und der Moore Spark Flanger. Dann kommt der Mesa Boogie Dual Rectifier. Da stecken EL34-Röhren drin, die wir für die Hauptgitarre verwendet haben. Die sorgen für etwas weniger Gedröhne als die Originalröhren und haben generell einen saubereren Bassbereich. Das wirkt sich letztendlich auf den Mix aus, dass man es einfacher hat, den Bassbereich aufzuräumen. Die Rhythmus- und Atmosphärengitarren laufen über 5U 4GB Gleichrichterdioden, nicht über die Röhren. Zwei leicht unterschiedliche Gitarrensounds können später im Mix bei extremen Pannings sowieso hilfreich sein. Im Effektloop steckt ein MXR Chorus, ein Ibanez CF7, das Moog Tremolo und letztendlich der TC Buffer zum Entstören. Das alles erreicht hinter der Endstufe schließlich die Mesa Boogie 2x12 Zoll Box. Vor der Box stehen ein Sennheiser MD421, ein Shure SM57, ein Sennheiser E609. Zusätzlich gibt es einen Rode NT1A mit etwa 3 Metern Abstand zum Amp und das DI-Signal der Gitarren. Hier die 4 Mikros im Vergleich. Der Bass ist ein Huawei Corvette mit 6 Saiten in der Double-Buck-Ausführung. Er läuft durch ein Two Notes Audio Le Bass und ein Darklace B7K in den Trace Elliott AH500X. Das Signal wird durch den Mark Bass Kompressore geschleift und schließlich zur MPEG SVT Classic 4x10 Zoll Bassbox gebracht. Davor steht ein Sennheiser E602 und ein Sennheiser MD421. Zusätzlich haben wir 2 DI-Signale abgegriffen, ein direktes vom Bass und eins aus der Zerreinheit des Darklace B7K. Die Vocals wurden fast durchgehend doppelt getrackt mit einem Rode NT1A und dem Sennheiser MD421. Einige der Backings wurden nur mit dem Rode getrackt. Im Mischpult, dessen Vorverstärker wir genutzt haben, wurde nur ganz leicht pre-EQ'd. Hier mal ein Low-Cut, da mal eine Resonanz weg, nichts Wildes. Die Spuren sind davon abgesehen eigentlich völlig roh. Als Referenz für unseren Mix im Gesamtklang hat der Track You Lovely Hands Upon the Black Earth von Eden Circus gedient. Vielen Dank an die Jungs von Eden Circus, dass wir ihn hier als Referenz nutzen dürfen. Hören wir mal beide Tracks im Vergleich. Eine dicke Empfehlung übrigens, die Jungs fahren echt ein verdammt fettes Brett. Da solltet ihr auf jeden Fall mal reinhören. Link in der Beschreibung. Wir haben den Song übrigens für ein Mixing-Tutorial des CT Musik Kreativ aufgenommen. Vielen Dank an Hartmut Gieselmann für diese Möglichkeit. Das Tutorial ist in der Ausgabe von 11.07. erschienen und hier bekommt ihr sie, Links auch in der Videobeschreibung. Die Tracks könnt ihr auch von Mike Seniors Webseite runterladen. Da sind hunderte von hochqualitativen Audio-Tracks und Songs in Einzelspuren drauf, mit denen man das Mixen und Mastern üben kann. Aus jedem Genre ist im Grunde was dabei und nun auch The Inner Circle, was eine große Ehre für uns ist. Übrigens bietet das Forum eine verdammt gute Möglichkeit, ehrliches und konstruktives Feedback zum eigenen Mix zu bekommen. Der Song steht unter einer Creative Commons Lizenz, genauer gesagt unter der CC BY NC SA 3.0. Das heißt im Grunde nur, dass ihr den Song frei verwenden könnt und auch verändern und weiter veröffentlichen und in andere Projekte einbringen, solange es nicht kommerziell geschieht und solange ihr uns als Band nennt und verlinkt und der Song unter der gleichen Lizenz veröffentlicht wird. Hier geht's zu unserem Performance-Video. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns einen Daumen da lasst oder noch besser, besucht unsere Auftritte. Links zu weiteren Webpräsenzen, also Soundcloud, Bandcamp, Facebook, haben wir alles da unten in der Videobeschreibung.
Vielen Dank und viel Spaß mit den Spuren. Schickt uns ruhig eure Mixes, wir hören rein. Ciao.